Ein stiller Wald, friedlich, unberührt. Doch unter diesen Bäumen liegt eine Geschichte vergraben, die nur noch wenige kennen. Im März 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, geschieht hier ein unfassbares Verbrechen. Über 200 Menschen ermordet, Männer, Frauen, Kinder, getötet von Einheiten der SS und Wehrmacht, auf Befehl und ohne Reue. Warum? Wer waren die Täter? Und warum wurde so lange darüber geschwiegen? Wir sind den Spuren gefolgt, zu den Tatorten, zu den Gräbern, zu den letzten Zeugen dieser dunklen Geschichte. Dies ist das vergessene Massaker im Arnsberger Wald. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und ich bin heute wieder mit Melanie, meiner besseren Hälfte, unterwegs. Und ja, ihr kennt eigentlich unseren Kanal, sage ich mal. Dafür steht ja unser Kanal auch für Abenteuer, Abenteuer in der Geschichte vor allen Dingen. Krabbeln durch Bunker, euch ein bisschen was auch über Bunker oder über die Location zu erzählen. Doch was wir vielleicht auch hier und da mal ein bisschen so vernachlässigt haben, ist vielleicht auch mehr der historische Background noch zu diesen Sachen. Und wir sind jetzt bei uns eigentlich ganz in der Gegend auf einen Fall aufmerksam geworden, der es wirklich in sich hat. Und zwar das Massaker im Arnsberger Wald. Also es liegt praktisch direkt vor unserer Haustür. Und was wir da gelesen haben, das ist schon ziemlich erschütternd. Also was da jetzt noch vorm eigentlichen Kriegsende passiert ist. Und was da alles passiert ist, was es damit auf sich hat, was das für ein Massaker ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Der Auslöser der ganzen Situation ist, früher 1945 haben die Alliierten den Rhein überquert, also beispielsweise über die Ludendorffbrücke bei Remagen. Und das hat natürlich einen extremen Flüchtlingsstrom Richtung Osten ausgelöst. Und mit dem Flüchtlingsstrom sind natürlich auch alle Zwangsarbeiter, die irgendwo eingesetzt gewesen sind, auf Routen geschickt worden, um halt Richtung Osten zurückgeführt zu werden. Die Befehlsausgabe war eigentlich so, dass es halt geordnet, strukturiert ablaufen sollte. Aber jeder kann sich vorstellen, dass im Krieg nichts geordnet und strukturiert abläuft. Und somit haben sich halt sehr, sehr viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf den Weg gemacht Richtung Osten, begleitet halt von deutschen Einheiten, die den Auftrag hatten, diese Menschen halt in Ostgebiete zurückzuführen. Ja. Und im Arnsberger Wald ist es dabei zu Erschießungen gekommen. Also man hat an 3 verschiedenen Standorten, Plätzen Erschießungen von diesen Zwangsarbeitern durchgeführt. Und involviert sind halt SS-Einheiten vorrangig gewesen, aber auch Wehrmachtsangehörige. Und das Ganze wurde ausgelöst durch den Oberbefehl von Hans Kammler, der auch in dieser Zeit hier stationiert gewesen ist mit der Division Vergeltung. Die Division Vergeltung, könnte man noch mal detaillierter darauf eingehen, beschäftigte sich ja mit den V-Waffen und den Zusammensetzen und Abschuss von diesen V-Waffen, also Vergeltungswaffe 2, die Aggregat 4 oder die Vergeltungswaffe 1. Ja, und der Kammler ist im Prinzip mehrfach auf solchen Flüchtlingsrouten vorbeigefahren und ihm passte das halt wortwörtlich gar nicht in dem Kram. Und hat halt die Anweisung an die örtliche Division halt gegeben, an das Oberkommando, die entsprechenden Offiziere. Da kommen wir noch im Einzelnen drauf, wer das jetzt alles gewesen ist.
die Menschen, die jetzt zurückgeführt werden, entsprechend zu dezimieren, weil er a. das nicht ertragen konnte, also aus persönlichem Grund, konnte das Elend da nicht sehen, und b. unter dem Vorwand, dass doch diese ganzen Menschen im Zuge dieser chaotischen Rückführung die Soldaten vielleicht angreifen könnten, Raubüberfälle also bei den örtlichen Zivilisten begehen können, also die Menschen angreifen könnten etc. pp. Ja, und deshalb wurde dann die Parole oder der Befehl ausgegeben, diese Menschen halt zu dezimieren. Und wir sind jetzt auch schon am einen Erschießungsplatz angekommen und erzählen euch noch was darüber. Ja, wie gesagt, es gab 3 Erschießungsplätze. Wir können die einzelnen Stationen, nenne ich es jetzt erstmal für uns, damit wir das hier im Video irgendwie strukturiert bekommen. Das wäre jetzt der 3. Erschießungsplatz, der im Zeitraum vom 21. März bis zum 23. März passiert oder durchgeführt wurde. Das ist jetzt der 23. März in Suttrop gewesen. Und hier hat man halt auch eine Gedenkstätte, ein Mahnmal platziert. Hier kann ich es euch jetzt noch mal eben kurz vorlesen. Am 21. März des Kriegsjahres 1945 wurden an dieser Stelle 57 Sowjetbürger, Männer, Frauen und ein Kleinkind von SS-Schergen grausam ermordet. Doch die traurigen Zeilen wisch ich nicht weg. Puschkin. Dieser Platz hier, da hat auch eine Ausgrabung stattgefunden, eine archäologische Ausgrabung. Insgesamt sind bei diesem Massaker 208 Menschen erschossen worden. Und man ist insgesamt immer noch auf der Suche nach 7 Personen, die man bisher nicht gefunden hat. Und das Grausame hier ist eigentlich aber auch noch nicht nur, dass man 57 Erwachsene erschossen hat, sondern man hat auch ein Säugling, ein Kleinkind erschossen. Und zwar bei dem ganzen Erschießungsprozedere, sage ich jetzt einfach mal, hat man halt festgestellt, dass da noch ein Säugling dabei gewesen ist. Und man hat den Befehl halt ausgegeben oder die Order, dieses Kind halt auch zu erschießen. Nur die Soldaten haben sich eigentlich alle geweigert, das zu tun. Und dann ist halt einer aus der Menge hervorgekommen, dieser SS-Rottenführer Anton Boos. Und er hat natürlich alle anderen Soldaten als Feiglinge hingestellt und wie man das halt zu der Zeit kannte. Es war ja auch nicht mehr diese Emotion gegeben, wie man sie vielleicht zu Anfang des Krieges hat. Viele Soldaten haben schon auch Erschießungen durchgeführt und waren entsprechend vom Kopf her auch so weit indoktriniert, dass es denen halt auch nichts ausmachte. Es war immer die Rede von einem Untermensch und das war halt so ein Kandidat, das war so eine Person, der es halt absolut egal war. Und laut Zeugenaussagen hat er wohl dann diesen Säugling genommen und an einem Baum, das kann man jetzt hier vermutlich nicht mehr so wirklich nachvollziehen, welcher Baum das ist, zerschmettert. Also den Säugling, den Schädel von dem Säugling an einem Baum zerschmettert. Wir haben auch entsprechende Fotos davon, wo man das auch noch mal sehen kann, wie ein deutscher Zivilist dieses Bündel, die Reste von dem Säugling praktisch in dem Arm hält, weil danach hat man das Ganze ja hier verscharrt. Und das ist halt an Brutalität halt nicht mehr zu überbieten. Man hatte das, glaube ich, hier, diese Umgehungsstraße hier, die ist ja auch erst später dazugekommen. Dann gab es auch, glaube ich, noch mit den örtlichen Archäologen auch noch mal so gewisse Zweifel, ob man nicht bei dieser Geschichte, bei dieser Umgehungsstraße eventuell auch die restlichen Personen, die hier verscharrt wurden, erschossen wurden, dass man die vielleicht auch noch mit rausgenommen hat und das vermutlich gar nicht bemerkt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Fläche jetzt hier ist, die man jetzt hier benutzt hat für die archäologische Untersuchung. Aber hier oben ist im Prinzip so ein bisschen frisch geschottert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bis hier oben hinging. Und also das ist hier eine dieser Stellen, wo man diese Erschießung praktisch vorgenommen hat. Muss man mal die Kamera auch gerade halten.
Also untergebracht waren die ganzen Zivilisten sage ich schon, die ganzen Zwangsarbeiter. Man benutzt ja damals den Begriff Fremdarbeiter. Das klang dann im allgemeinen Kanon auch nicht so brutal. Im Warstein, in der Schützenhalle. Da waren die untergekommen zwischenzeitlich und in Sottrup in der Schule. Müssen wir schauen, ob wir da noch vorbeigehen können. Aber da wird man jetzt auch nichts weiter sehen. Da gibt es jetzt keine Gedenkstätte oder ähnliches. Da müssen wir einfach mal schauen, ob wir da überhaupt noch irgendwas sehen, geschichtlich jetzt zu dieser Thematik. Und da hat man dann halt intervallweise diese Menschen halt abgeholt und hat denen halt vermittelt, dass es halt entsprechende Arbeitsaufträge gäbe und man halt vorrangig erstmal Männer nehmen müsste, um halt Arbeiten durchzuführen und die Menschen, die praktisch diese Arbeiten dann durchgeführt haben, diverse Bonis halt bekamen. So wurde es halt dargestellt. Und dann gab es halt entsprechend Freiwillige, die dann systematisch mit den LKWs zu diesen einzelnen Bereichen gefahren wurden und wo dann die Erschießung durchgeführt wurde. Ja, den Oberbefehl für die Exekutionskommandos hatte der Oberfeldrichter der SS Wolfgang Wetzling bekommen, der das Ganze organisiert hat und diese Erschießungskommandos letztendlich gebildet hat. Und der kam auch später vor Gericht, also er hat den Krieg überlebt. Und viele der Soldaten, die in diesen Erschießungskommandos gewesen sind, da kommen wir halt später noch mal dazu, wie das im Einzelnen halt verlaufen ist. Und die Alliierten, die US-Amerikaner, als sie die Information bekommen haben, dass hier entsprechend Massengräber entstanden sind, die haben diese Information von den örtlichen Bürgerwehren erhalten, haben diese Leichen natürlich ausgraben lassen und haben die örtliche Bevölkerung, die Zivilisten, zu diesen Massengräbern geführt, um denen halt vor Augen zu halten, was hier gemacht wurde. Damit nicht, oder der Grundgedanke war halt der Alliierten, den Menschen zu zeigen, weil es halt viele immer verneint haben, dass es halt nicht bekannt ist und keiner was davon wusste etc. Man kennt das ja halt. Ne? Das hat man in vielen Dokumentationen auch gehört, dass das dieser Kanon halt war. Und hat das den Leuten im Prinzip gezeigt. Ausgraben mussten die Leichen ehemalige NSDAP-Mitglieder, die dazu herangezogen wurden. Und die Bevölkerung musste jetzt hier im Prinzip dann die Leichen halt abschreiten. Auch Kinder, Frauen, alle mussten das abschreiten, damit die halt entsprechend sehen, was hier passiert ist, was hier gemacht wurde. Und also ich persönlich finde es richtig, weil es halt so eine Schocksituation halt auslöst, ne? Weil die Zivilisten meinen ja jetzt keine, sagt ja der Name schon, Zivilisten, keine direkten Kriegsteilnehmer, die das Leiden um den Krieg an der Front erlebt haben, fernab sind und sich das vielleicht so nicht vorstellen konnten. Aber jedem war bewusst, dass es halt diese Fremdarbeiter gab, damals ursprünglich der Name Fremdarbeiter, letztendlich Zwangsarbeiter. Und jeder wusste, was diese Menschen halt machen, für was die benötigt werden. Ne? Es gab teilweise auch Haushalte, wo Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Das musste jetzt noch nicht mal irgendwo in der Industrie oder sowas gewesen sein. Auch auf einzelnen Höfen etc. hat es Zwangsarbeit gegeben. Und das konnten die Leute eigentlich nicht verneinen, die Bevölkerung. Und durch diese Schocksituation, dass sie die erschossenen, getöteten Menschen da gesehen haben, hat das mit Sicherheit bei dem einen oder anderen was ausgelöst. Ich habe da auch Zeugenberichte gesehen, die dann erst kurz vor ihrem Tod das ihren Kindern praktisch erzählt haben. Die waren dann als 17-, 18-Jährige dabei und mussten sich das dann halt angucken. Und das hat sich dann bei denen halt richtig eingebrannt. Also diesen Effekt hat es definitiv gehabt. So, wie gesagt, das war jetzt der erste Standort, wo die Erschießungen durchgeführt wurden. Wir werden euch jetzt noch die 2 weiteren Standorte zeigen. So, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu dem zweiten Erschießungsplatz. Der Erschießungsplatz liegt bei Ebersberg. Das ist chronologisch gesehen der zweite Erschießungsplatz dann auch, der am 22. März, also die Tat wurde dann am 22. März begangen. Und was uns jetzt hier schon auffällt, weil wir ja mit dem Auto unterwegs sind und diese Station anfahren, ich nenne es jetzt halt mal so,
es ist halt schon erstaunlich, weil der Arnsberger Wald ist schon sehr, sehr groß. Also dass die SS das wirklich so ja, perfide geplant hat, dass ganz weit abseits in den Wäldern im Prinzip Plätze gesucht wurden, um diese Zwangsarbeiter halt zu liquidieren. Das merkt man halt, wenn man hinfährt. Also Ausgangsort, wie gesagt, ist ja die Schützenhalle in Warstein und die Schule in Suttrop, wo 800 bis 1000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen untergebracht wurden, die man da halt gesammelt hatte. Und von da aus müsst ihr euch jetzt praktisch vorstellen, ich glaube, hier müssen wir auch gleich runter, Schatz. Müsst ihr euch vorstellen, ist man sternförmig von da aus in alle Richtungen gefahren. Jetzt sind wir nördlich so gesehen von Warstein, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und ja, hatte die überall halt, ne, dass man keinen großen Platz praktisch gemacht hat, wo man massenweise jetzt die Leute hingeführt hat, sondern man hat jetzt stückweit immer Gruppen von ja, Zwangsarbeitern mitgenommen und die da halt jetzt erschossen. Und jetzt ist es für uns schwierig, weil wir hier nachgelesen haben, dass dieser Standort ja, gar nicht so wirklich bekannt ist, beziehungsweise darauf hingewiesen wurde oder wird, dass hier diese Tat im Prinzip durchgeführt wurde. Wir haben jetzt hier nur so eine ungefähre Angabe. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob man das irgendwie im Gelände vielleicht verifizieren kann, wo das genau passiert ist. Also wir haben jetzt hier eine Kuhweide, so wird es halt auch genannt, die praktisch immer noch existiert. Hier hat man früher auch Sondelarbeiten durchgeführt, also durch die Landesarchäologie hier Westfalen, die sich praktisch um diese Aufarbeitung von der ganzen Thematik beschäftigt und dazu auch was beitragen will. Das finde ich halt wirklich sehr, sehr gut. Und davon haben wir jetzt auch die meisten Informationen halt, weil das sehr gut dokumentiert ist. Und hier in diesem Areal sind strukturiert Sondelgänger, Ehrenamtliche durchgegangen und haben hier auch teilweise auch Sachen gefunden. Also es wurden auch bei Suttrop, wo wir jetzt gewesen sind, in einem bestimmten Bereich halt die Utensilien jetzt noch von den Zwangsarbeitern gefunden. Da wurde Essgeschirr gefunden, Porzellan, teilweise Knöpfe. Es wurde aber auch, habe ich nachgelesen, Teile von Stielhandgranaten, also detonierten Stielhandgranaten gefunden, was darauf hinweist, dass man halt bei dem ganzen Prozess des Zuschüttens wahrscheinlich geballte Ladungen verwendet hat, um ja, das zeitnah schnell zuzuschütten. Ne? Also dass man jetzt nicht nur mit Picke und Schaufel dahin gegangen ist. Also soweit ich gelesen habe, haben das dann halt nicht Zwangsarbeiter zugemacht, die Gräben, sondern dann halt die Soldaten, die an dem Erschießungskommando beteiligt waren. So, und jetzt müssen wir hier diesen Bereich mal ein bisschen ablaufen, ob uns irgendwelche Unebenheiten so ins Auge stechen, die vielleicht darauf hinweisen. Okay, wir sind jetzt in dem Bereich angekommen, wo es verortet wird. Wir waren jetzt ein bisschen mit dem Feld falsch, also was wir jetzt gerade im Vorgang gezeigt haben, sondern ein Feld im Anschluss kommen. Also hinter der Baumgruppe waren wir vorhin auf dem Feld, beziehungsweise auf das Feld gezeigt. Und jetzt nach diesem Feld ist es. Wir müssen aufpassen, hier ist alles sehr morastig, weil hier ist nämlich der kleine Fluss, der dann auch gezeigt wird. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken hier in diesem Bereich. Also wir haben auf jeden Fall hier sehr alte Bäume, das sieht man schon. Das müsste sogar eine Eiche oder sowas sein. Oh, hier sickerst du auch voll ein, ne? Und wir gucken jetzt einfach mal, ob man hier vielleicht sogar noch irgendwie was sieht. Also wir wollen jetzt hier nichts irgendwie graben oder sonstiges, das auf keinen Fall. Ich muss auch noch mal eben das Navigationsgerät ausmachen. Es ist so krass, wie es halt klingt, auch wie jetzt eine Schnitzeljagd hier. Weil das hier gar nicht per Denkmal oder sowas erwähnt wird hier vor Ort. Das ist halt wirklich krass. Ja, also wir haben hier viel Totholz, noch einen alten Bewuchs. Ne? Man sieht es hier, auch hier ist ein alter Baum.
Und hier vorne haben wir auch wie eine Art Freifläche. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. Also auf was könnte man jetzt halt achten? Auf Bodenunebenheiten. Was ich vielleicht auch noch nicht erwähnt hatte, ist, dass die ganzen Leichen, die man halt gefunden hat, die ganzen Getöteten, dass die alle nach Meschede auf dem Waldfriedhof beerdigt wurden. Nachträglich. Also bis auf die 7, die man halt bei Suttrop noch vermutet. Ja, das läuft ja auch alles voll, dieser Bereich hier. Aber auch hier haben wir noch einen ganz alten Bewuchs an Bäumen. Ja, es ist halt hier ab und zu, gibt es hier so kleine Mulden. Und hier geht es halt schlagartig runter halt zu dem Gewässer. Das ist schwierig. Mal gucken, ob wir so jetzt irgendwas finden. Ja, wir haben uns jetzt hier schon mal ein bisschen umgeschaut, aber es ist natürlich schwierig. Wie gesagt, wir sondeln ja jetzt hier nicht oder machen irgendwas, wenn man jetzt irgendwas vielleicht auf dem Boden jetzt sehen würde. Manchmal ist es ja so, dass durch Wurzeln oder durch Wildschweine oder sowas dann Material so nach oben gebracht werden. Aber bis jetzt ist uns erstmal nichts aufgefallen. Also jetzt nochmal speziell zu diesem Standort, wo die Erschießung stattgefunden hat, hat der Oberleutnant Geeth das Kommando gehabt, Helmut Geeth. Und also Wehrmachtsangehöriger war es halt diesmal. Also wie gesagt, es war nicht nur eine reine SS-Geschichte, weil ja auch viele ja, das auch immer so darstellen, dass nur die SS solche Aktionen durchgeführt hat. Nein, es waren halt auch an vielen Stellen Wehrmachtsangehörige beteiligt. Die Opfer wurden dem Kommando unter Geeth übergeben. Ein Teil von ihnen musste Lastwagen besteigen, während die übrigen zu Fuß nachkamen. Nach der Ankunft an der Exekutionsstätte musste jeder Soldat einen Russen auf eine Wiese begleiten. Dort mussten die Zwangsarbeiter Gepäck und Kleidung ablegen. Dies löste zwar eine gewisse Unruhe, aber keine sonstigen Vorkommnisse aus. Die Opfer wurden an die Grube geführt und aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Geeth begab sich danach mit einer Taschenlampe in die Grube, um zu kontrollieren, ob alle tot waren. Damit die nächste Gruppe der Opfer nichts merkte, wurde etwas Erde über die Leichen geschaufelt. In der Folge wurden immer Gruppen von 15 Zwangsarbeitern ermordet. Die Aktion dauerte von 23 Uhr bis 6 Uhr. Und ja, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht viel gefunden und die haben damals hier an diesem Standort 80 Personen erschossen. Die wurden in Gruppen halt zwischen 15 und 20 Leute halt zu diesem Standort geführt und dann hat man die halt erschossen. Wie gesagt, die sind halt alle mit LKWs unter dem Vorwand hierher geführt worden, irgendwelche Arbeiten durchzuführen. Aber die wurden halt alle erschossen. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumgucken, weil es auch schon langsam dunkel wird. Weil wir haben uns auch extra diese Jahreszeit halt rausgesucht, wegen dem Bodengrün. Wenn das hier zu krass hochkommt, dann kann man sowieso nichts finden. Und ja, auf jeden Fall der Wald, ihr könnt es ja sehen im Hintergrund, es sind sehr, sehr viele alte Bäume. Das ist auf jeden Fall der Standort. Ich meine, man hat hier auch gewisse, ja, ich sag jetzt mal Aushübe hier in dem Bereich, aber wir wissen halt nicht, wie groß das Feld letztendlich gewesen ist. Ich meine 80 Personen, da braucht man auf jeden Fall einen größeren Bereich. Aber dadurch, dass die Landesarchäologie hier hinten auf dem Feld auch gesondelt hat, vermute ich mal ganz stark, dass da das Ganze gewesen ist und damals halt einfach in dem Bereich noch Bäume standen. Aber der Standort hier mit dem Fluss und so weiter ist fototechnisch auch dokumentiert. Ja, Fluss, ein kleiner Bach ist es ja in dem Sinne. Ja, es ist schon krass. So, wir sind den Weg jetzt hier zurückgegangen. Also wir haben, wie gesagt, halt keine Hinweistafel oder ähnliches gefunden. Das hatte ich halt auch nachgelesen, dass man den Ort eigentlich überhaupt nicht damit in Verbindung bringt, sondern es ist einfach nur ein Stück Wald. Und das ist es halt gewesen. Jetzt haben wir hier zu dem Zugang jetzt hier, wo es halt Richtung zu diesem, jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen gerade halten, zu diesem Parkplatz geht, noch einen interessanten Grabstein hier entdeckt. Was interessant ist, erstmal Name und so weiter, klar, Maximilian Kolbe, 1894 und Tod 1941. Und was aber interessant ist, steht unten, den Opfern der Gewalt.
Das kann natürlich jetzt vieles sein, aber zu der Zeit, den Opfern der Gewalt, das kann schon dann was mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Und wie gesagt, die Zwangsarbeit, die auch in dieser Gegend aktiv war, müsste man jetzt mal genau recherchieren, wenn das möglich ist, wie der zu Tode gekommen ist. Aber Opfern der Gewalt, ja, es ist jetzt kein Verkehrsunfall oder irgendwas gewesen. Schwierig. Also, dass der genau, sage ich mal, in diesem Bereich hier auch liegt. Das, was wir halt recherchieren, ist natürlich alles erst 45, Frühjahr. Aber trotzdem finde ich diesen Grabstein jetzt ganz interessant. Ja, aber wie gesagt, was halt wirklich schade ist, dass auch hier unten am Parkplatz, ich kann jetzt gleich noch mal gucken, ob ich was übersehen habe, aber auch da gibt es keinen Hinweis, was sich da hinten in dem Waldstück abgespielt hat. Das ist, ja, weiß ich nicht, das ist für alle Beteiligten, die Familienangehörigen und so weiter, ist das schon, weiß ich nicht, schlecht aufgearbeitet, der Bereich. So Leute, ich bewege mich jetzt zu dem letzten Erschießungsstandort, was gleichzeitig der erste Erschießungsstandort gewesen ist, zu der Thematik des Massakers in Arnsberger Wald, wo das Ganze begonnen hat am 21. März, direkt als der Befehl durch General der SS Hans Kammler an die Divisionskommandeure gegeben wurden. Und der Wolfgang Wetzling hat sich hier auch mit einem Industriellen, einer Unternehmerfamilie, den Ernst Moritz Klöne, getroffen, der hier zu dieser Tatzeit auch anwesend gewesen ist, weil hier ein Anwesen, so eine Art Wochenendhaus von seiner Familie war. Und er praktisch jetzt hier vor Ort gewesen ist und sich dann voller Tatendrang dem Ganzen auch angeschlossen hat. Und der Wolfgang Wetzling ihn auch direkt befragt hat, wo denn jetzt diese Aktion praktisch durchgeführt werden konnte. Nochmal zu der Personalie von dem Ernst Moritz Klöne, der war auch Angehöriger der Wehrmacht, aber wurde praktisch 1943 rausgenommen und zu dem Führungsstab gewechselt, also praktisch aus dem aktiven Dienst rausgenommen, aufgrund des Familienunternehmens und der Leitung dessen. Und ja, wie gesagt, der hat sich hier ebenfalls dem Ganzen angeschlossen und war halt voller Tatendrang und war auch einer der Personen, die im Nachgang da auch mit verurteilt wurden. Ich muss jetzt hier noch ein Stückchen durch den Wald laufen, ungefähr 1 Kilometer. Wie gesagt, der Arnsberger Wald ist riesig und viele Zufahrtswege, die es heute gibt, die gab es damals nicht. Die regulären Waldwege schon. Und da sieht man mal, welchen Aufwand man dann doch betrieben hat, um, wie gesagt, die ganzen Zwangsarbeiter zu liquidieren. Gegipfelt ist das Ganze ja dann auch noch richtig radikal zum Schluss, als man, ja, das ist ein Problem, man kann es nicht zu 100% nachweisen, aber es wird sicherlich Hand und Fuß haben, wurde die Schützenhalle, wo sich ja immer noch 1000 Menschen befanden, angezündet. Und nur durch Einsatz von französischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern ist es möglich gewesen, dieses Feuer halt zu löschen. Und es erscheint fast so, es ist halt nicht jetzt in der Vernehmung und allgemein jetzt halt bestätigt worden, geht man aber schwer davon aus, dass die SS praktisch in letzter Instanz, um das Final abzuschließen und den Befehl praktisch zu finalisieren, das Haus halt angezündet haben, die Schützenhalle, verbarrikadiert haben. Es gibt auch ein Foto, ich werde es versuchen einzublenden, wo man die Schützenhalle sieht, abgebrannt, und man erkennt seitlich an den Fenstern noch, dass das Ganze vergittert wurde. Ja, warum vergittert man sowas oder blockiert sowas? Man will natürlich nicht, dass diese Menschen sich praktisch befreien können. Und ja, aber nachweisen konnte man es letztendlich nicht. Aber das wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch der Hintergrund sein, dass die SS dem Ganzen dann Schlussstrich ziehen wollte. So, ich muss jetzt eben einmal gucken, wo sich der Standort befindet.
Das müsste jetzt hier halt irgendwo sein. So, ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Ich musste jetzt ungefähr 1 Kilometer hier in den Wald laufen und bin jetzt hier an dem Michaeliskreuz angelangt. Und tatsächlich gibt es hier auch eine Tafel, die an das Ganze erinnert. Ich lese euch das einmal vor, weil ihr das höchstwahrscheinlich nicht richtig auf der Kamera erkennen werdet. An dieser Stelle wurden am 21. März 1945 70 ausländische Zwangsarbeiter und ein Kind durch das NS-Regime grausam getötet. Zur steten Mahnung errichtet und am Gründonnerstag 1946 jugendliche Warsteiner Bürger dieses Kreuz auf den hohen Stein zwischen Warstein und Sutrup. Seit 1996 möge es an dieser Stelle die Menschen zur gegenseitigen Achtung vor der Würde des anderen und der christlicher Nächstenliebe aufrufen. Das ist einmal das Kreuz und es gibt dann hier auch noch einen Gedenkstein, den ich auch bei meiner Recherche gesehen habe. Und was man hier schon mal erwähnen kann, man pflegt das hier auf jeden Fall. Also das Ganze ist hier nicht vergessen. Ich trete mal ein bisschen ran, damit ich auch das hier vorlesen kann. Gedenkstätte Russenfriedhof in Klammern, weil das hier umgangssprachlich auch so genannt wurde. Weil, wie gesagt, es sich hier ausschließlich um polnische und russische Zwangsarbeiter gehandelt hat. Und das war dieses Synonym hier für diesen Ort. Am 20. März 1945 wurden unweit von hier im Langbacher Tal 14 Männer, 56 Frauen und ein Kind von einem SS-Sonderkommando grausam ermordet. An dieser Stelle befanden sich von 1945 bis 1964 die Gräber dieser 71 unbekannten russischen Kriegstoten. 1964 erfolgte durch den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge die Umbettung auf den Waldfriedhof Fulmecke in Meschede, Stadt Warstein 1993. So, hier sind noch mal viele Indizien, die ich euch zum Teil nur mitgeteilt habe. Einmal, dass auch die ersten Erschießungsstandorte sind halt bis auf Sutrup, wo man halt noch 7 von den 208 liquidierten Zwangsarbeitern vermutet, alle im Prinzip aus der Erde geholt wurden und dann auf diesen Friedhof, der hier angesprochen wurde, der Waldfriedhof Fulmecke in Meschede, auch umgangssprachlich wurde der Franzosen-Friedhof genannt. Das hat auch noch einen besonderen Grund. Wieder zur Ruhe gebettet, beerdigt. Also es sind praktisch dann keine mehr hier an diesen Standorten, wo die Erschießung vollzogen wurde. Ja, wie gesagt, es handelt sich ausschließlich halt um diese russischen und polnischen Zwangsarbeiter. Und was man halt auch sagen muss, ist, von den 208 Personen, die liquidiert wurden, sind gerade mal 14 namentlich bekannt. Deshalb stand auch hier wieder unbekannt, weil man weiß einfach nicht, wer die Personen gewesen sind. Ne? Und das ist halt schwer für die Verwandten, ne, und Angehörigen, aber auch für die Geschichte. Ne. Man weiß halt nicht, irgendwo gibt es Listen vermutlich in den Ländern, die darauf hinweisen, dass derjenige verschollen ist, aber man weiß halt nicht, was mit dem passiert ist. Und vielleicht ist es eine dieser Personen, die hier in den Wäldern oder im Arnsberger Wald, der ja riesig ist, erschossen wurden. Das muss man einfach mal so sagen. Und ja, das sind halt viele Puzzleteile, die man vielleicht auch nicht mehr so wirklich zusammensetzen kann. Also ich habe schon viel im Internet recherchiert und es gibt halt wirklich ein paar Leute, die das intensiv betreiben, die wirklich durch die alten Friedhöfe auch gehen und versuchen über Archive das nachzuvollziehen, wo kommen die Leute her etc. Und das ist eine Mammutsaufgabe, das glaubt man halt gar nicht, weil diese massenweise Verschleppung, die halt passiert ist, die ist wirklich gigantisch. Und was mich halt persönlich erstaunt hat, dass das halt wirklich vor der Haustür ist. Weil wie gesagt, wir fahren halt sehr viel, sage ich jetzt mal, in Europa zu Standorten, die was mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Aber manchmal hat man die wirklich extremen Fälle im Zweiten Weltkrieg schon direkt vor der Haustür. Und das ist halt, das kann man dann halt gar nicht glauben. Ne? Und was halt
was dieses extreme Beispiel, was man ja jetzt nachvollziehen konnte, zum größten Teil zeigt, ist, dass nicht nur die KZs und Lager Unmenschliches mit den Menschen gemacht hat, sondern auch diese in Anführungsstrichen kleineren Vergehen, die halt absolut unbekannt sind. Ne? Weil die Konzentrationslager, irgendwo hat man da einen Bezug, beziehungsweise man hat eine gewisse Stätte und hier hat man halt gesehen, wie man verteilt. Das ist halt, wie ich es so schon erwähnt habe, wie so eine Schnitzeljagd. Das ist halt total komisch. Man geht von Punkt zu Punkt und weiß, jetzt hier sind jetzt halt Sachen passiert und man versucht das jetzt so ein bisschen im Kopf halt nachzuspielen, wie die Menschen jetzt hierher gelockt wurden oder hergetrieben wurden unter einem Vorwand und hier erschossen wurden. Und das ist halt nur ein Beispiel jetzt hier, das Arnsberger Massaker. Ich möchte nicht wissen, wie viele ähnliche Fälle es halt gibt, gerade jetzt, sage ich mal, im Ruhrgebiet alleine durch diese Situation der Überquerung des Rheins. Aber es gab ja auch viele andere Bereiche, wo sich die Wehrmacht und SS schlagartig zurückziehen mussten und wo Zwangsarbeit in den Gebieten aktiv war. Ich gehe jetzt auch noch mal ins Ausland, nach Polen und so weiter. Da wird es halt ähnliche Aktionen gegeben haben, ähnliche Liquidierungsaktionen irgendwo in die Wälder rein. Und ja, wenn es halt keine Menschen gegeben hätte, die das so ein bisschen aufgearbeitet hätte, würde es höchstwahrscheinlich für immer halt begraben sein, das Thema. Also die Leute sind für immer verschollen, für die Angehörigen. Ja, ich will euch jetzt noch einen kurzen Ausblick geben, weil das ist jetzt hier ein Tag. Also wir haben jetzt einen Tag nur dafür aufgewendet, diese Stätten erstmal zu finden, wo es passiert ist. Und wir wollen euch natürlich noch zeigen, wo die Menschen jetzt beerdigt wurden in Meschede und noch ein, zwei andere Standorte, die damit zu tun haben. Deshalb bleibt einfach dran. Die sogenannte Division zur Vergeltung war eine militärische Einheit der Waffen-SS und Wehrmacht, die in den letzten Kriegsmonaten 1944 und 1945 aufgestellt wurde. Ihr Zweck war es, unter dem Befehl von SS-Obergruppenführer Hans Kammler die Abschussstellungen für die Vergeltungswaffen, insbesondere die V2-Rakete, zu sichern und in Betrieb zu halten. Kammler, der auch maßgeblich für den Bau von Konzentrationslagern wie Auschwitz verantwortlich war, führte die Division mit fanatischer Härte. Die Einheit bestand aus SS-Angehörigen, Wehrmachtsoffizieren, technischen Spezialisten und sogenannten Hilfswilligen, darunter auch Zwangsarbeiter. Die Division zur Vergeltung war nicht primär für Fronteinsätze vorgesehen, sondern sollte den reibungslosen Raketenbeschuss auf London und Antwerpen ermöglichen. In der Endphase des Krieges wurde sie jedoch zunehmend für Rückzugsgefechte und sogenannte Vergeltungsaktionen im Inneren eingesetzt, darunter auch für schwere Kriegsverbrechen wie das Massaker im Arnsberger Wald. Die Division zur Vergeltung steht damit exemplarisch für die letzte brutalisierte Phase des NS-Regimes, technisch hochgerüstet, ideologisch radikalisiert und bereit, in den Untergang möglichst viele andere mitzureißen. Wir befinden uns jetzt gerade in Fulmerke am Waldfriedhof in Meschede. Und wir wollten jetzt hier das Video weiterdrehen, weil wir wollten euch jetzt hier auch noch mal zeigen, was jetzt mit den Opfern passiert ist, wo die letzte Begräbnisstätte ist. Das Video ist halt entsprechend lang und wir mussten das jetzt auch ein bisschen halt auch aufteilen, um euch wirklich die ganzen Orte auch zu zeigen. Und das ist ja hier auch noch mal besonders wichtig, was jetzt mit den Menschen zum größten Teil passiert ist. Es ist ja noch einiges unklar von den 208 Personen, von den 208 Menschen, die da ermordet wurden, sind ja immer noch 7 Menschen nicht gefunden worden, gelten immer noch als vermisst. Und das ist das Eingangsportal zu diesem Waldfriedhof, der Franzosenfriedhof auch genannt wurde, weil der Friedhof bereits im Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Und vornehmlich für Soldaten, die in Gefangenschaft gewesen sind, genutzt wurde, um sie hier halt zu begraben. Und man hat im Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg dann systematisch halt die Franzosen, Italiener dann exhumiert und dann in die Heimat übergeführt. Mit den polnischen Soldaten und russischen Soldaten ist das nicht passiert.
Die sind hier weiter belassen und insgesamt sind hier 287 Personen bestattet worden. Und diese Arbeit, die ihr hier sehen könnt mit dem Eingangsportal und diese Arbeit hier, diese Sandsteinarbeit, ist wirklich von den Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg, von den Franzosen erstellt worden, gebaut worden. Und man kann hier noch eine Inschrift ganz gut erkennen. Ruhet sanft in fremder Erde. Ruhet sanft in fremder Erde. Man kann es hier nur noch sehr, sehr schwer lesen. Das ist wie gesagt Sandstein und sowas ist der Witterung ausgesetzt. Und ihr kennt ja alle Sandstein. Das ist dann auch alles etwas poröser. Und hier wird das Ganze auch noch mal auf Französisch stehen. Genau. So, wir gehen hier einfach mal rein. Hier ist noch mal das schmiedeeiserne Tor hier mit den ganzen Verzierungen, wirklich sehr schön gemacht. Der Friedhof hat mich erstmal so ein bisschen erschreckt, weil ihr könnt es jetzt hier sehen, das sieht hier ziemlich ungepflegt schon aus, obwohl halt die ganzen Sträucher und so weiter beschnitten sind. Aber ich vermute mal ganz stark, weil hier Zäune auch ersetzt werden, dass das hier wieder aufgefrischt wird. Und hier haben wir jetzt nochmal ein Relief, wo gerade im Zuge jetzt mit der Arbeit, das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht jetzt zu sehen, weil ich jetzt Schatten werfe. Ich mache es mal so von der Seite und lese es erstmal vor. Waldfriedhof Fulmecke. Der Friedhof wurde im Ersten Weltkrieg angelegt und diente als Ruhestätte für Kriegsgefangene mehrerer Nationen, insbesondere Franzosen, die im Meschede Kriegsgefangenenlager verstorben waren. Französische, belgische und italienische Kriegstote wurden nach dem Ersten Weltkrieg in ihre Heimat überführt. Für die russischen und polnischen Kriegstoten des Ersten Weltkriegs blieb der Waldfriedhof die letzte Ruhestätte. Im Jahre 1964, und das ist jetzt wichtig für uns hier, für die Geschichte, im Jahre 1964 wurden 121 unbekannte russische Tote aus der Gemeinde Suttrop und Warstein nach hier überführt. Das ist jetzt ganz wichtig, weil das sind zwei dieser Standorte, die wir abgelaufen sind, wo jeweils ein Massaker verübt wurde. In den Jahren 1965-66 erfolgte eine völlige Neugestaltung des Friedhofs. Heute ruhen hier 287 russische und polnische Kriegstote. Das schmiedeeiserne Tor mit den Sandsteinmauern, was wir uns gerade angeschaut haben, sowie die Figur des französischen Soldaten sind Arbeiten unbekannter französischer Kriegsgefangener. Die Stele im hinteren Bereich, das werden wir uns auch jetzt gleich anschauen, des Friedhofs wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Sowjetunion errichtet. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Informationen vorweggenommen. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das werden wir euch ja jetzt noch mal zeigen. So, wir laufen jetzt mal hier die größeren Gedenksteine ab. Hier ist das Ganze halt, das könnt ihr euch dann nämlich summieren. Hier steht nämlich auch, hier ruhen 80 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1945 fernab von ihrer Heimat starben. Davon gibt es jetzt hier mehrere große Steine und wie es jetzt gerade hier auf dem Relief schon erklärt wurde, sind es 121 der Menschen, die bei diesem Massaker getötet wurden. Hier steht es auch nochmal, hier ruhen jetzt 116 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit. Wobei hier, jetzt müssen wir mal eben kurz schauen, hier dürfen wir das jetzt nicht verwechseln. 116 sowjetische Bürger in der Zeit von 1914 bis 1918 fernab von ihrer Heimat starben. Das ist jetzt ein Gedenkstein, der sich jetzt auf den Ersten Weltkrieg bezieht. Das dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Weil der Stein hier hinten, genau, das überliest man auch sehr schnell. Richtig. Hier ruhen 28 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit von 41 bis 45 fernort ihrer Heimat starben. Das sind jetzt 28 Personen, Menschen, die bei diesem Massaker nämlich gestorben sind. Und das, was hier unglücklich gelöst ist, wo sich auch einige, die sich mit der Erinnerungskultur diesbezüglich beschäftigen, schlecht finden, ist, dass halt nicht genau mitgeteilt wird, jetzt
an diesem Stein zum Beispiel oder allgemein oben an der Stele wird man es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher erkennen, wodurch die russischen oder sowjetischen Staatsbürger halt gestorben sind. Ne, wir haben oben jetzt das lapidar überlesen mit 1914, 1918 und hier ist es 1941, 1945 und jetzt denkt man, ja gut, die sind 1914, 1918 im Ersten Weltkrieg gestorben und die im Zweiten Weltkrieg, aber man weiß nicht, unter welchen Bedingungen diese Menschen halt gestorben sind oder ermordet wurden in dem Fall. Und das ist ein bisschen irreführend für jemanden, der sich nicht ganz genau mit dieser Geschichte oder der Situation befasst. Der kommt halt hier hin, liest dann halt nur den Stein und ja, ist halt in dem Krieg gestorben. Aber man weiß nicht, unter welchem Anlass. Und das müsste man, finde ich, hier noch mal ein bisschen mehr verdeutlichen. Weil auch dieser Stein, der wurde scheinbar mal restauriert. Man kann das hier ganz gut erkennen. Und auch hier oben ist das ein bisschen polierter. Hier steht nämlich jetzt nochmal, hier ruhen 27 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit von 41 bis 45 von ihrer Heimat starben, fern von ihrer Heimat starben. Ja, und das klingt jetzt halt so, ja, also man weiß halt nicht, warum. Ne? Man geht jetzt davon aus, sie sind im Krieg gefallen. Es wird ja auch nur von Bürgern gesprochen. Also man weiß nicht, ob es sind Soldaten, sind es Zivilisten und somit kann man sich kein Bild machen. Es ist halt sehr, sehr oberflächlich gehalten, was ungünstig ist, finde ich. Und das haben halt, es gibt auch eine Dame, weiß ich nicht den Namen, weiß ich nicht, ob ich den jetzt auch nennen könnte, aber ich habe ihn jetzt auch gerade nicht im Kopf, die sich sehr stark mit dieser Geschichte, auch mit dem Arnsberger Massaker beschäftigt, weil nämlich ihr Großvater einer dieser Personen halt gewesen ist, die da ermordet wurden. Und sich da auf eine ganz lange Reise gemacht hatte, weil ihre Großmutter das praktisch am Sterbebett halt nochmal ihr erzählt hat und sie bis dahin gar nichts davon wusste, von dieser Situation. Und dadurch bei ihr das Interesse geweckt wurde, auf Spurensuche hier in Deutschland zu gehen, um das nachzuvollziehen, wie genau die Situation war und dann halt festgestellt hat, wie schwierig ist, das aufzurollen, trotz dass, sage ich mal, das Arnsberger Massaker eigentlich relativ gut dokumentiert ist, wenn man viele andere vergleichbare Massaker in der Zeit halt mal beleuchtet, ist das schon ziemlich gut ja, aufgeklärt worden, wer zuständig war und wie die Situation ablief. Und trotzdem hatte sie starke Probleme überhaupt da Informationen zu bekommen und hat auch diese ganzen Bereiche, die wir jetzt auch abgelaufen sind, die ganzen Orte auch dokumentiert und dann halt zum Beispiel solche Sachen halt festgestellt, was es schwierig macht, sowas im Nachgang halt aufzuklären. Hier haben wir jetzt den letzten Stein, der sich jetzt mit dem Massaker befasst, auch wieder 41, 45 und hier weitere der 36 sowjetischen Bürger, die bei diesem Massaker ums Leben gekommen sind. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dieser besagten Stele, von der ich vorhin schon eingangs gesprochen habe. Es ist halt auch hier ein bisschen, aber man hat es jetzt halt hier schon freigeschnitten. Früher war das noch krasser versteckt, sage ich mal, wenn man das jetzt wirklich mal beachtet. In der hintersten Ecke, und wenn man sich jetzt mal den kompletten Friedhof hier anschaut, man hätte hier eigentlich genügend Platz gehabt, das Ganze ein bisschen zentraler eigentlich zu gestalten. Das soll jetzt keine Kritik sein, jetzt an die das jetzt hier gemacht haben, weil es auch nicht ganz klar ist. Es wird hier zwar gesagt, dass die Sowjetunion das hier praktisch beauftragt hat und der deutsche Staat sich im Prinzip hier drum kümmern soll, dass das auch weiterhin gepflegt wird. Aber es ist nicht ganz klar, wer diese Steinmetzarbeit letztendlich gemacht hat. Aber ich finde es halt trotzdem ungünstig gelöst, weil man läuft ja hier so ein bisschen, sage ich mal, in diesen Gräberbereich. Und das Interessante an dieser Stele ist, das ist ja im Prinzip wie so ein Obelisk gebaut, ne? Man hat jetzt hier in kyrillischer Schrift, die ich jetzt überhaupt nicht lesen kann, eingangs diese Information. Und da müsste man halt hier hinten rumgehen. Und das finde ich so blöd. Das wäre besser, wenn man das zentral anlegen würde. Hier haben wir jetzt die deutsche Schrift dazu. Die lese ich jetzt hier noch einmal vor. Hier ruhen russische Bürger, bestialisch ermordet, in faschistischer Gefangenschaft. Ewiger Ruhm den gefallenen Helden des großen Vaterländischen Krieges 41 bis 45. Ja, und das ist halt so ein bisschen halt das Problem. Hier geht erst heraus, dass es sich um Gefangene handelt. Ne? Also
man kann aber hier auch nicht wieder differenzieren, sind es gefangene Soldaten oder sind es Zivilisten unter Zwangsarbeit. Ne? Auch hier ist es ein bisschen problematisch, das halt zu differenzieren, wenn ein Außenstehender diesen Friedhof einfach besucht und sich vorab halt nicht mit der Geschichte auseinandersetzt. Sehr, sehr schwierig, ist halt ein bisschen schlecht gelöst, finde ich, um den Menschen dieses Massakers halt gerecht zu werden. Und dann muss ich der Dame, die das da geschrieben hat, auch vollkommen recht geben. Hier ist das Ganze nochmal in Englisch geschrieben. Das ist auf jeden Fall erstmal gut, dass man es halt in den meistgesprochenen Sprachen, sage ich jetzt mal, gut, Spanisch und so weiter würde jetzt auch noch fehlen, aber die jetzt direkt damit im Konflikt gewesen sind mit der Thematik, weil auch die US-Amerikaner sich ja damit beschäftigt haben, weil die das Ganze ja exhumiert haben und im Prinzip auch die Prozesse zum größten Teil halt eingeleitet haben. Aber ja, ist halt hier sehr versteckt. Und dann gibt es halt noch eine zweite Stele, die werden wir euch dann später zeigen, die steht dann an einem anderen Standort. Ja, und jetzt hatte mich Melanie eingangs auch gefragt, das ist halt immer gut, solche Fragestellungen, weil diese Fragen würdet ihr halt auch stellen. Man kann jetzt halt hier auch von den Gedenksteinen, also von den Grabsteinen, nicht ganz genau differenzieren, wer jetzt unter welchen Bedingungen wieder verstorben ist. Klar ist aber, dass die weiblichen Namen, die jetzt hier auf den Gräbern stehen, dass diese eindeutig durch dieses Massaker hier ums Leben gekommen sind. Hier haben wir jetzt noch Ludmila Basenko. Hier oben ist Ivan, zweimal Ivan Kolumbenko. Da, wenn diese Personen aber übereinander stehen auf einem Grabstein, kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese 3 Personen jetzt durch das Massaker gestorben sind. Aber es ist wie gesagt nicht ganz klar, wer jetzt hier noch im Ersten Weltkrieg gefallen ist als Soldat, weil das kann man halt nicht differenzieren. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Vielleicht kann man das irgendwie mal aufarbeiten. Auch die ganze Thematik Kriegsgräber, Fürsorge und so weiter, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Diese Listen, es wurde ja damals ja auch im Standesamt wurde sowas erfasst und auch diese Formulare, wo diese Person eingetragen wurden, das ist alles so ein bisschen auch durcheinander. Das ist sehr, sehr schwierig und deshalb habe ich auch höchsten Respekt vor der Arbeit. Kriegsgräberfürsorge, das ist wirklich kein leichtes Thema. Gerade wenn solche Aktionen halt vertuscht werden sollten, wie dieses Massaker, das halt entsprechend aufzuarbeiten, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und denen dann gedenkstättemäßig oder über einen Friedhof gerecht zu werden, ist auch schwierig. Letztendlich scheitert das auch, wie bei vielen Dingen, einfach auch an den finanziellen Mitteln. Ich weiß nicht, wie das bei der Kriegsgräberfürsorge beispielsweise läuft, wie das ganze Thema finanziell gelöst wird. Das ist ja auch eine nicht endende Arbeit, wenn man jetzt alleine nur den Zweiten Weltkrieg halt betrachtet. Ja, um die Geschichte hier auch nochmal zu komplettieren, habt ihr jetzt hier auch nochmal die eingangs erwähnte Statue des französischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die von den gefangenen französischen Soldaten erschaffen wurde, die Steinmetzarbeit. Und hier steht es halt auch nochmal drauf. Hat man aber auch nochmal erwähnt, die Jahreszahl 3945 auch zum Andenken unserer in Gefangenschaft gestorbenen Kameraden. Und hier scheint auch dann der Steinmetz zu sein, das was mich halt wundert, weil die ja eigentlich hier eingangs geschrieben haben und auch die Information, die ich im Internet gefunden habe, dass der unbekannt wäre. Aber das müsste ja eigentlich hier der Name des Steinmetzes gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das ein E ist, E.Guinet. Ich weiß nicht, wie es jetzt französisch ausgesprochen wird. Entschuldigung an alle französisch sprechenden Menschen. Aber das wundert mich, dass das nicht klar ist. Aber das ist, wie gesagt, doch schon
auch wenn es sehr stark aufgearbeitet wurde, doch teilweise sehr lückenhaft. Und umso mehr man sich halt mit dieser Geschichte hier befasst, fällt einem das halt auf. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich jetzt komplett auf Eigenregie hier hinfahre und mir das jetzt einfach mal anschauen will, würde ich die Zusammenhänge hier nicht verstehen. Das ist einfach klar. Und ich glaube, das könnte man anders lösen, besser lösen. Wir stehen jetzt hier an der katholischen Kirche in Meschede, wo das Sühnekreuz aufgestellt wurde. Das Sühnekreuz hat auch noch mal eine ganz eigene Geschichte auch. Man hatte das 47, glaube ich, im Mai aufgestellt gehabt zum Arnsberger Wald hin in einem Bereich. Aber es war leider so, dass dieses Sühnekreuz ja, keinen guten Anklang fand und es halt auch immer wieder geschändet wurde. Warum genau ist, man hat da mehrere Beweggründe, warum es so ist, weil 47 war das Ganze halt noch sehr, sehr frisch, dass man einfach jetzt auch von der umliegenden Bevölkerung und jeder, der da irgendwie halt auch Bezug hatte und vorbeigelaufen ist, halt komplett anders denkt wie heute. Man wollte das ganze Thema auch irgendwo begraben. Und das ist letztendlich halt auch passiert. Man hat das ganze Kreuz dann auch irgendwann mal begraben. Und man wollte das halt einfach nicht mehr sehen. Und man hat es dann erst 64 wieder ausgegraben und hier in dieser Kirche praktisch einen neuen Platz geschaffen. Wir kommen heute halt leider hier nicht rein. Wir haben jetzt auch keinen direkten Ansprechpartner jetzt auf die Schnelle gefunden. Aber das ist hier drin zu sehen. Man kommt jetzt nur in diesen Haupteingang kurz rein, aber jetzt nicht komplett in die Kirche rein. Wir vermuten fast, dass das hier in dem hinteren Bereich aufgestellt wurde, in diesen separaten Turm. Dann können wir uns eben mal kurz hingehen. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit, deshalb will ich das jetzt nicht mutmaßen. Aber wer sich jetzt hier für diese Geschichte interessiert, sollte auf jeden Fall, wenn die Kirche hier geöffnet ist, da einfach mal reinschauen. Und das zeigt halt auch nochmal, wie man mit dieser dieser Prozess dieser Erinnerungskultur, also wie er eigentlich durchlaufen ist, ne? Dass man am Anfang halt mit sowas gar nicht mehr unmittelbar zu tun haben wollte und das einfach jetzt irgendwann mal einfach vergessen wollte, gerade in der Nachkriegszeit, was ja ziemlich aufwühlend war für alle, und man musste sich auch irgendwo in seinen eigenen Lebensprozessen neu finden, egal wer. Und man wollte dann einfach nicht mehr permanent damit konfrontiert werden. Und ich denke mal, das ist eigentlich auch der Ursprung, warum man mit diesem Kreuz halt auch so umgegangen ist. Wenn man jetzt sowas aufstellen würde, würde es natürlich die Leute nicht so wütend machen, sondern halt eher nachdenklich. Und ja, jetzt ist wie gesagt der Platz hier drin. Und klar, man geht natürlich davon aus, dass es auch irgendwelche nationalsozialistische Beweggründe hat. Und aber sowas kann man halt, sage ich mal, auf viele Gedenkstätten und so weiter anbringen, dass dann irgendwelche Menschen da entsprechend reagiert haben und deshalb das Kreuz geschändet haben. Aber ich denke mal, die erste Theorie ist dann schon eher der Beweggrund, und das wollten wir euch hier einfach nochmal mitteilen, dass man schon dieses Massaker danach im Kopf hatte bei der umliegenden Bevölkerung und sicherlich der eine oder andere auch mehr wusste, wie er letztendlich zugegeben hat. Und aber diesen Menschen dann mit diesem Kreuz auch nochmal eine Stimme zu geben für die Nachwelt. Das ist jetzt halt nochmal besonders wichtig. Schade, dass wir jetzt nicht reingekommen sind, aber trotzdem auf jeden Fall erwähnenswert, wenn ihr euch das hier anschauen wollt. Wir sind jetzt hier auch nochmal zur Kriegsgräberstätte Eversberg-Meschede gefahren. Und interessant ist hier, es hat eigentlich jetzt nicht unmittelbar was jetzt mit dem Massaker zu tun, aber interessant ist hier die ausgestellte Information zu dieser Kriegsgräberstätte hier im Hintergrund, die wir uns jetzt gerade anschauen. Dass hier nochmal auf den Waldfriedhof in Fulmecke verwiesen wird, den wir eben besucht haben. Und es hier auch wieder keinen Hinweis dazu gibt, warum diese Kriegstoten, die Kriegstoten aus dem Ersten Weltkrieg ist klar, warum die hier liegen, aber warum die unbekannten, also unter welchen Bedingungen die verlegten, unbekannten Toten jetzt aus dem Massaker gekommen sind. Man sieht das hier, 1964 wurden
121 unbekannte russische Tote des Zweiten Weltkriegs aus der Gemeinde Sutrop und Warstein nach hier überführt. In den Jahren 65, 66 erfolgte eine völlige Neugestaltung des Friedhofs. Heute ruhen hier 287 russische und polnische Kriegstote. Das schmiedeeiserne Turm mit den Sandflügelmauern sowie die Figur des französischen Soldaten sind Arbeiten unbekannter Kriegsgefangene und so weiter und so fort. Die Stele im hinteren Bereich des Friedhofs wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Sowjetunion errichtet. Die Kriegsgräberstätte in Ebersberg-Fulmecke werden durch die Stadt Meschede betreut. Also auch hier bekommt der Betrachter jetzt von dieser Anlage und der Informationstafel auch wieder nicht gesagt, warum ist diese Stele da und warum sind die Toten aus Sutrop und Warstein hierhin verlegt worden. Und deshalb ist es für viele, die den Text lesen, ziemlich, ich will nicht sagen belanglos, aber ja, eine unzureichende Information. Es würde für die Leute informativer sein, direkt auf dieses Massaker zu verweisen. Ich weiß nicht, warum man das halt nicht macht. Vielleicht gibt es auch irgendwie gewisse Ängste, habe ich mir jetzt noch mal im Nachgang überlegt. Aber vor was sollte man halt Angst haben? Das verstehe ich halt nicht. Also warum kann man diese Information da nicht abdrucken? Ich verstehe das halt nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kann mir das auch irgendjemand erklären, der sich vielleicht mit dieser Thematik auch beschäftigt hat. Das wäre sehr interessant für mich oder für uns, wenn jemand von euch das vielleicht mal in die Kommentare schreiben könnte. Weil ich bekomme es halt nicht wirklich auf die Reihe, warum man diese wichtige Information, es ist ja nicht nur so eine Side-Story oder irgendwas, es ist eine wichtige Information, die halt eigentlich da abgedruckt werden müsste, weil man gerade ja hier auch die Bomben auf Meschede und so weiter im Ruhrkessel-Kampfgebiet hier sehr ausführlich beschreibt und auch einzelne Personen hier beschreibt, die hier auf der Anlage liegen, und das ist auch absolut richtig. Da habe ich überhaupt gar keine Kritik. Aber warum das hier hinten, dieses Massaker, so gut wie gar keine richtige informative Erwähnung findet, das ist wirklich komisch. Wir befinden uns jetzt an der letzten Gedenkstelle, die wir ausfindig machen konnten zu dem Thema. Und hier ist halt auch noch was sehr, sehr merkwürdig. Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Friedhof der psychiatrischen Klinik hier in Warstein. Und hier hat man weitere Stele aufgebaut, und diese Stele ist schon sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich werde auch noch mal ein paar Verlinkungen hier reinmachen zu der Dame, die sich wirklich intensiv damit aufgrund ihrer Familie, ihren Großvater beschäftigt hat. Und die hat auch alleine dieses Denkmal ja, extrem auseinandergenommen, in dem Sinne Ungereimtheiten halt ja, festgestellt, weil laut den ganzen Berichten und historischen Unterlagen, die sie gefunden hat, waren überall diese Stelen, so wie wir es in Fulmecke gefunden haben, in den Waldfriedhof Fulmecke, schlank und eigentlich dreiseitig. Und es gab auch noch ein paar historische Fotos, allerdings sind die halt aus dem Album abfotografiert, und höchstwahrscheinlich kann ich die halt hier auch schlecht reinstellen, weil da erkennt man eigentlich fast gar nichts. Aber sie sind auf den historischen Aufnahmen alle sehr schlank, so wie wir es in Fulmecke gesehen haben. Und das Komische ist hier, die in Fulmecke war dreiseitig, und hier ist sie, ja, hat sie 4 Seiten. Und wenn man das jetzt ein bisschen von hinten betrachtet, ist da auch ein ganz komischer Deckel oben drauf. Da oben, der so ein bisschen aussieht wie ein Obelisk. Und sie ist der Annahme, weil es hier halt auch sehr schlecht jetzt irgendwie zum Teil verarbeitet ist und hier auch irgendwie wie Art Steine rausgenommen wurden, hier oben in diesem Bereich über Hammer und Sichel, dass die eigentliche Stele vermutlich, also so wie ich das herausgelesen habe, sich innerhalb dieses neuen Konstrukts, dieses neuen Mahnmals befindet. Weil auch die Platten, die hier aufgetragen wurden, scheinen später gekommen zu sein. Man sieht es auch hier, das ist nur so, ja, schlecht im Prinzip hier versiegelt, als ob die Platten im Prinzip gleich abfallen, wenn sie nicht verschraubt wären. Und auch hier hat man wieder die gleichen Schriften, hier einfach einmal in Kyrillisch, Russisch und hier in
Deutsch. Was hier halt auch so ein bisschen merkwürdig war, was sie halt auch meinte, ist dieses bestialisch gequält. Dieses gequält, was man irgendwie aus dem kyrillischen, russischen entsprechend übersetzt hat. Das passt halt nicht, weil hier müsste normalerweise bestialisch ermordet stehen, weil zwischen gequält und ermordet ist ja noch ein himmelweiter Unterschied. Und sie meinte, dass das was ja, mit dem Übersetzen zu tun gehabt haben muss. Aber auch hier sieht man nämlich, dass diese Platten auch irgendwie keine gute Qualität sind und es halt auch einfach so aussieht, als ob das nämlich hier nicht das originale Mahnmal ist. Und wenn man das jetzt mal irgendwie versucht jetzt nachzuvollziehen, also sie hat nochmal sehr viele Informationen nur zu diesen Stelen zusammengefasst. Da stellt sich die Frage, warum macht man das hier so? Die dritte Stele, die mir bis dahin gar nicht bekannt war, also normalerweise ist es halt so angelegt, dass jede Stele an die ermordeten Personen des jeweiligen Standorts des Massakers gedenken sollten. Eine ist komplett unterpflügt, also die hat man auch in den 60ern müsste das gewesen sein, zerstört und unterpflügt, dass man die halt da nicht mehr rausholen konnte, dass die nicht mehr gesehen werden konnte. Und hier ist halt diese komische Konstruktion, hier mit diesem Stein, der nach außen absteht. Das ist wie, als ob das jetzt hier ja, wie eine Art Wasserablauf sein soll. Es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig hier. Und wenn man sich diese Steine hier anguckt, das ist so richtig schlecht halt auch irgendwie verarbeitet. Also nicht typisch für so ein Mahnmal eigentlich. Hier steht es halt auch noch mal in englischer Sprache, also im Prinzip der gleiche Text. Ja, aber es ist wirklich merkwürdig. Und wenn so länger ich mich damit befasse, mit diesem Thema, alleine mit der Stele, kommt einem das halt wirklich spanisch vor, warum das hier so gemacht wurde oder was die Intention war, dass man das so gemacht hatte. Und die Frage sich dann vielleicht auch stellt, was stand da eigentlich auf der Originalstele drauf? Weil in diesen Dokumenten, die sie recherchiert hatte, die in den 1951er, 52er Jahren im Umland hatte man jemanden beauftragt, eine Firma, stand da auch als Position drin, die bezahlt werden musste, Umschreiben des Textes oder sowas, wortwörtlich. Ich muss mal schauen, ob ich da nochmal einen Auszug von dem Dokument bekomme. Und das ist halt alles sehr, sehr merkwürdig. Außer es muss mit höchster Wahrscheinlichkeit was anderes drauf gestanden haben. Aber warum man es weggemacht hat oder einen alternativen Text gewählt hat, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall ist das dieser Standort, den wir jetzt noch finden konnten, der hier an die Opfer dieses Massakers gedenkt. Ja, wir haben jetzt im Prinzip mit diesem Video hoffentlich alle Standorte erreichen können, die jetzt was unmittelbar mit diesem Massaker zu tun gehabt haben. Und hoffen, dass es euch einen entsprechenden Mehrwert auf jeden Fall gegeben hat. Es ist halt nicht so irgendwie mal so ein typischer Lost Place oder eine historische Stätte, die wir jetzt angelaufen sind, sondern es ist halt auch wirklich eine richtige Geschichte, die man jetzt hier auch erzählen konnte, die wirklich halt entsprechend dokumentiert halt auch ist, also wirklich sehr gut dokumentiert ist im Verhältnis zu vielen anderen. Und ja, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr euch schon mal intensiver mit so einem Thema, ob es jetzt Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg ist, spielt ja jetzt keine Debatte, oder ob ihr euch halt wirklich mal intensiver mit so einem Thema beschäftigt habt, weil ich finde, man bekommt halt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, gerade wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem Waldfriedhof in Fulmecke. Wenn ich mich nicht vorher oder wir uns nicht vorher mit der Geschichte befasst hätten und diesen Friedhof besucht hätten, hätte dieser Friedhof nicht diesen Eindruck auf uns, wie es jetzt halt ist. Und wo man weiß, wie viel Information da im Prinzip fehlt für denjenigen, der ihn besucht. Und warum man heute halt immer noch so, obwohl es bekannt ist, die Geschichte aufgeklärt ist. Es gab ja auch die Prozesse. Dazu haben wir euch auf jeden Fall in diesem Video auch noch was gesagt.
warum man dann trotzdem diese Information an diesen Stellen, wo es halt darum geht, wo man ja auch eine Gedenkstätte entwickelt hat, warum man diese Information hier weglässt. Gerade hier. Das ist halt wirklich merkwürdig, das verstehe ich nicht. Vielleicht weiß es einer von euch, wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und weil ich habe halt da keine Idee dazu, warum man das so macht. Ja, das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Schaltet auf jeden Fall das nächste Video ein, was hier gezeigt wird, wenn euch sowas gefallen hat. Wie gesagt, in die Kommentare. Wir schauen, dass wir noch weitere Themen dazu bearbeiten können. Es ist natürlich deutlich umfangreicher als das, was wir vielleicht zum Teil im Vorfeld gemacht haben. Aber es macht uns, sage ich mal, mehr, kann man schon sagen, Spaß, weil man diese Geschichte halt noch mal ein Stück weit aufrollt. Und es ist vielleicht auch sinnvoll, weil es halt ein Stück weit in Vergessenheit gerät. Schon alleine, wenn ich mir diese Grabsteine anschaue, wo kaum noch der Name zu lesen ist, irgendwann ist das halt auch weg, wenn das überhaupt nicht mehr irgendwie bewirtschaftet wird. Es gibt ja teilweise auch Friedhöfe, die werden halt irgendwann abgetragen. Ne? Und gerade bei so einem Thema wäre das halt wirklich krass. Hier jetzt vielleicht nicht, weil das jetzt hier an der Klinik liegt, aber dieser Fulmecke Waldfriedhof da, naja, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Thema für sich. Okay, dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Die juristische Aufarbeitung des Arnsberger Massakers begann mehr als ein Jahrzehnt nach Kriegsende. Viel zu spät, viel zu zögerlich. Erst in den Jahren 1957 und 1958 wurden vor dem Landgericht Arnsberg Prozesse gegen mehrere beteiligte Täter geführt. Im Mittelpunkt standen 3 Männer: Wolfgang Wetzling, ein SS-Obersturmbannführer und Oberfeldrichter der Division zur Vergeltung, Ernst Moritz Klönne, ein Zivilist und Sohn eines Dortmunder Industriellen, sowie Johann Miesel, ein einfacher SS-Angehöriger. Die Urteile des ersten Prozesses sorgten für Empörung. Wetzling erhielt lediglich 5 Jahre Gefängnis. Klönne wurde zu 18 Monaten verurteilt, wegen Beihilfe zum Totschlag. Und Miesel wurde sogar freigesprochen, mit Verweis auf das Straffreiheitsgesetz. Die Strafen wurden später in einem Revisionsprozess vor dem Landgericht Hagen verschärft. Wetzling wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Klönne erhielt 6 Jahre, später reduziert auf 3. Miesel blieb freigesprochen. Und was ist mit Hans Kammler, dem eigentlichen Hauptverantwortlichen? Der SS-Obergruppenführer, der die Erschießungen persönlich angeordnet hatte, entzog sich der Justiz. Er beging mutmaßlich am 9. Mai 1945 in Prag Suizid. Viele andere Täter, Offiziere, Organisatoren, Ausführende wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Manche tauchten unter, andere kehrten unbehelligt in zivile Berufe zurück. Die Geschichte des Arnsberger Massakers ist damit auch ein Beispiel für das Versagen der frühen Nachkriegsjustiz und eine bittere Mahnung, wie schwer es ist, Gerechtigkeit für die Opfer von Kriegsverbrechen wirklich herzustellen.